In den Morgenstunden des 9. April landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Eine in der Seekriegsgeschichte beispiellose Leistung. An Bord eines der Transportschiffe kurz vor Beginn der Aktion. Die letzte Befehlsausgabe. Wachsam nähert sich das Schiff im Schutze der Nacht seinem Bestimmungsort. Unbemerkt sind die ersten deutschen Truppen in Kopenhagen gelandet. Waffen, Munition und Verpflegung werden ausgeladen. Sofort wird die Zitadelle eingenommen und besetzt. Wenige Minuten später überfliegen planmäßig Einheiten der deutschen Luftwaffe die Hauptstadt Dänemarks. Sie werfen Flugblätter ab, die die Bevölkerung darüber aufklären, dass unsere Soldaten nicht als Feinde, sondern als Freunde kommen und allein zum Schutze der dänischen Neutralität das Land besetzen. Der deutsche Gesandte in Dänemark, von Rente Fink, mit General Himmer vom deutschen Oberkommando, die in den frühen Morgenstunden des 9. April erste Verhandlungen mit der dänischen Regierung führten. Deutsche und dänische Kommandostellen nehmen Verbindung auf. Die dänischen Truppen werden angewiesen, keinen Widerstand zu leisten. Die Kopenhagener Polizei, die in den Morgenstunden entwaffnet worden war, bekommt nach der Loyalitätserklärung der Regierung ihre Waffen zurück. Das Personal der englischen Vertretungen und feindliche Agenten werden in Haft genommen. Allmählich erwacht die Stadt. Bereits in den Mittagsstunden des 9. April bietet Kopenhagen wieder das übliche Bild geschäftigen Lebens. Der König bei seinem täglichen Ritt durch die Stadt. Hier der Rathausplatz. Neugierig sehen die Kopenhagener der Landung immer neuer deutscher Truppen zu. So werden nach einem genau festgelegten Plan alle Verbindungen und Verkehrswege Dänemarks von deutschen Truppen besetzt. Hier Transportschiffe bei der Einfahrt in den kleinen Welt. Wenig später ist auch die von deutschen Ingenieuren erbaute Beltbrücke, die bei Mittelfahrt Jütland mit Fünen verbindet, in unserer Hand.
Noch während der Besetzung Dänemarks rollen Güterzüge mit Nachschubmaterial in dichter Folge aus dem Reich heran. Pausenlos werden Munition und anderes Kriegsgerät entladen. In rascher Fahrt geht es von den Bahnstationen zu den in kürzester Zeit ausgebauten Geschützstellungen an der dänischen Küste, die jede feindliche Landung unmöglich machen werden. Zur gleichen Zeit vollzog sich die militärische Besetzung Norwegens. In einer Bucht haben zu früher Morgenstunde Seeflugzeuge gewassert, um die Landung stärkerer Kontingente vorzubereiten. Das Ziel, ein Flughafen an der Küste, ist erreicht. Die Besatzungstruppe verlässt die Maschine. Waffen und Munition werden ausgeladen. Ohne Aufenthalt setzen sich Stoßtrupps in Marsch. Ihre Aufgabe ist es, sofort die wichtigsten militärischen Punkte in der Nähe des Flughafens zu besetzen. Die erste überraschende Beute des Tiger-Jagdgeschwaders wurde kurz nach der Besetzung eine englische Sunderland-Maschine, die in der Nähe des Osloer Flughafens abgeschossen wurde. Maschinengewehre und leichte und schwere Flak werden in Stellung gebracht, um die Küstengebiete auch von der Erde aus gegen feindliche Einflugversuche zu sichern. Das Schlüsselfort vor Oslo, das hartnäckigen Widerstand leistet, wird von deutschen Kampfflugzeugen mit Bomben belegt. Nachdem das Fort niedergekämpft ist, landen unsere Truppen ungehindert in Oslo. Von Einheiten der deutschen Kriegsmarine geschützt, nähern sich trotz englischer Minensperren und feindlicher Überlegenheit unbeobachtet zahlreiche deutsche Transportschiffe auf der norwegischen Westküste.
Noch bevor das Land in Sicht ist, wird ein Bordflugzeug zur Erkundung gestartet. Es gilt, die Transportflotte mit allen Mitteln gegen überraschende Angriffe zu sichern. Kurz danach ist Norwegens Küste in Sicht. Einfahrt in einem Fjord. Eine englische Maschine greift an. Die Schiffsflak schießt aus allen Rohren. Der Feind wird vertrieben, noch bevor er seine Bomben loswerden konnte. Weiter geht die Fahrt in den Fjord hinein. Neben dem Truppentransportschiff wassert ein deutsches Kampfflugzeug. Der Hafen von Bergen ist erreicht. Die deutschen Schiffe gehen vor Anker. Barkassen bringen in schneller Fahrt die ersten Kommandos an Land. Reibungslos folgt danach die Ausschiffung der deutschen Einheiten. In vorbildlicher Disziplin werden alle Manöver durchgeführt. Auch in allen anderen wichtigen Häfen Norwegens treffen immer neue Transportdampfer mit Truppen aller Formationen ein. Von den Landeplätzen aus beginnt der Vormarsch ins Innere des Landes. Mit klingendem Spiel rücken die deutschen Truppen in Oslo ein.
erste Platzkonzert. Die militärische Inschutznahme Dänemarks und Norwegens wird planmäßig fortgesetzt und vollendet. Die deutsche Wehrmacht steht bereit.